Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Club der polnischen Versager zu einer weiteren Veranstaltung, einem Expertentreffen in einer ganzen Vortragsreihe. Es geht um die polnische Partei Deutschlands, um unser Lieblingsbildungsprojekt. Und heute der wunderbare Gast, Publizist, Jurist und Politologe Albrecht von Lucke. Mit Applaus, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude und Ehre, zum ersten Mal in diesem grandiosen Club der polnischen Versager sein zu dürfen. Und das anlässlich eines Projektes, das ja politischer nicht sein könnte, der Gründung der PPD. Der polnischen Partei Deutschlands. Auf die Idee musste man erst einmal gucken. Ich freue mich wirklich, hier sehr zu sein. Ich will es mit zwei persönlichen Bemerkungen starten. Denn zum einen, ich bin von meiner Familie her aus Schlesien. Insofern habe ich eine durchaus polnische oder beziehungsweise ja, deutsch-polnische Geschichte. Und zwar war die Familie immer quasi im deutsch-polnischen Grenzland angesiedelt. Kommt sogar schon sehr früh vor. Hat also die Freude quasi in der großen Stadt von Liegnitz erstmalig zu erscheinen. Und das ist ganz interessant, weil seitdem sogar eine Tatarenmütze, weil ja in der Stadt von Liegnitz auf dem Ruf der polnischen Piasten deutsche Ritter die Tataren zurückgeschlagen haben, seitdem ziert also eine Tatarenmütze das Wappen. Und das Zweite, deswegen komme ich drauf, und das ist viel interessanter, ein Mitglied meiner Familie, ein Vorfahr ist interessanterweise in der großen Schlacht von Welche verewigt. Also im großen Sieg von Kosciuszko 1794. In dem gibt es dieses Panorama, was ja in Breslau wohl ich muss bestimmt zu meiner Schande, ich habe es mir noch nicht angesehen. Ich bin zwar ein paar Mal in Polen gewesen, aber ich habe es noch nicht gesehen, oder ich habe es vor so langer Zeit gesehen, dass ich gar keinen richtigen Eindruck habe. Aber ich weiß, er ist dort zu sehen. Ein Nuki heißt er, glaube ich, so. Und ich komme deshalb drauf, weil meine Fragestellung ja sehr weit räumlich formuliert war. Nämlich die Frage, was macht eigentlich eine Partei aus? Wie kommen Parteien zustande? Und was wäre uns das alles für dieses ungemein wichtige Projekt der Gründung der polnischen Partei Deutschlands? Und als ich darüber so nachdachte, machte mir ausgesprochen viel Freude, kam mir in den Sinn, dass genau dieses Datum 1794 nicht genau, aber genau diese Zeit natürlich auf den eigentlichen Ursprung dessen verweist, was wir heute im westlichen Sinne überhaupt unter Parteien begreifen. Natürlich hat es auch in der Antike immer schon Parteien in politischen Auseinandersetzungen gegeben. Also wenn wir an die Ermordung Cäsars denken, in der römischen Antike, griechischen, gab es immer natürlich gegenseitige Schlachtanordnungen, Meuchelmorde, unterschiedlicher Fraktionierungen, Parteien. Man würde aber nie, und das macht es so spannend, von dem modernen Begriff einer Partei sprechen. Diese Vorstellung, dass es Parteien gibt, ist also insofern eine höchst moderne. Das kennen wir aus dem Angelsächsischen, Tories und Whigs, das ist schon im 17. Jahrhundert aufgekommen, also auch da die Vorstellung, und das bildet sich übrigens interessanterweise noch heute im englischen Parlament ab, ihr kennt ja die Gegenüberstellung, der Streit, der sich quasi in der Massierung gegenüber darstellt, zwei Fraktionen, die sich regelrecht im Wettstreit rhetorischer Art duellieren, kann man sagen. Diese Gegenüberstellung im Mehrheitswahlrecht auch verankert, das meistens ja nur immer nur einen Sieger kennt und deswegen auch nur wenige Parteien, ist ja wunderbar im englischen Parlament abgebildet. Aber unsere Vorstellung von Parteien hat einen anderen Ursprung, also die klassische Vorstellung, die wir in Deutschland uns stark zu eigen gemacht haben. Und die stammt, wie ihr alle wisst, aus dem Jahre 1789. Der Ursprung dessen, was wir als Parteien auch in ihrer Anordnung begreifen, datiert aus diesem Jahr, dem Jahr der Französischen Revolution. Und dieses Jahr ist durch ein ganz spektakuläres Ereignis gekennzeichnet, nämlich die Tatsache, dass die ständische Anordnung, also das, was bis dato die Versammlung der Stände war, eingezogen durch den oder aufgerufen durch den König, sich regelrecht verselbstständigt hat. Es gab damals schon die drei Stände: Adel, Kirche, Bürgertum. Aber im Jahr 1989 hat im wahrsten Sinne der dritte Stand sich selbst ermächtigt. Er hat nämlich gesagt, wir rufen selbst die Nationalversammlung an. Wir sind diejenigen, die das Volk ausmachen, und wir beginnen jetzt eine eigene demokratische Versammlung zu begründen. Dieser Schritt ist in dem, was dann folgt,
quasi der Ursprung dessen, was unsere Parteienlandschaften auch in ihrer Unterscheidung von links und rechts ausmachen. Und ich komme deshalb auf dieses Datum 1789 oder habe auch meine persönliche Geschichte mit Kosciuszko und 1794, übrigens in diesem großen polnischen Jahr, das muss an dieser Stelle ja auch gesagt werden, große Ehre heute im 100. Jahr der Republik Polen, der dann ja zum Glück wiedererstandenen, und mit einer großen Verbeugung auch dem freiheitlichen polnischen Volk sei das auch gesagt, das ja leider, wenn man auch darüber sprechen müsste, und das machen wir heute Abend ja dezidiert nicht, es ist ja die polnische Partei Deutschlands, es ist eine Partei, die in Deutschland leben werden soll, man müsste natürlich auch, wenn man es jetzt ernsthaft mit Polen halten wollen, ein wenig über den zunehmend unfreiheitlichen Zustand Polens sprechen. Das wollen wir heute Abend aber nicht tun. Wir kommen auf das Jahr 1789 und ich sprach von 1794, weil 1794 schon das Jahr ist, an dem Robespierre selber auf dem Schafott landete. Und diese Spanne von 1789 und 1794 ist für unser Thema heute hochgradig violent. Weil man in dieser Spanne zwei Vorstellungen von Demokratie sehen kann. Und auch von Parteien unterschiedlichster Art, die uns heute in Europa wieder in einer Weise bedrängen, wie es dramatischer nicht sein könnte. Was passiert im Jahre 1789? Es gibt ein hochgradig spannendes Wort eines Abbés, eines Priesters. Das ist der Abbé Siège. Dieser Priester stellte die große Frage in seinem Buch Der dritte Stand. Was ist der dritte Stand? Also, was ist die bürgerliche Klasse? Was ist der dritte Stand? Die erste Frage. Sie ist alles, sagt er. Was ist er bisher in der politischen Ordnung? Nichts. Was fordert er? Etwas zu sein. Und warum betone ich das? Dieser Abbé Siège war dann einer derjenigen, der als regelrechter Nachrücker, aber hochgradig bemerkenswert, als Priester für die bürgerliche Klasse in das Nationalversammlung einzog. Und das, was er hier formulierte, ist für unsere Demokratie von fast entscheidender Bedeutung, auch für unsere parlamentarische Demokratie. Er sagte nämlich nicht das, was in der Logik seiner Argumentation ja gelegen hätte. Was ist der dritte Stand? Alles. Das war die erste Frage. Was ist der bisher in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Und folglich hätte doch eigentlich die Antwort sein müssen auf die dritte Frage, was fordert er? Alles zu sein. Denn wenn er alles ist, dann könnte man der Logik halber ja sagen, eigentlich muss er dann für sich reklamieren, dass er jegliche Macht als Totale auch in Händen bekommt, in Händen hält. Das hat aber bisher schon alle nicht gefordert. Und hier zeigt sich das, was den Kern einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie ausmacht, nämlich die Akzeptanz unterschiedlicher Parteien. Also die Tatsache, dass sich aufgrund dieser Fraktionierung dann sofort im französischen Parlament, wie wir alle wissen, auf der linken Seite, die neuen revolutionären Klassen, die demokratischen, aber auch eben der dritte Stand sich organisierte und auf den anderen Seiten, auf der rechten vor allem dann die Konservativen. Die Stände der klassischen Konservativen, also der kirchlichen und auch natürlich der adligen Seite. Diese drei Unterscheidungen, links die Linke, rechts die Konservativen, die Rechten, ist eine Abbildung, die wir bis heute in unseren Parlamenten kennen. Und wenn wir uns jetzt das jüngste Parlament im Bundestag angucken, ich empfehle das jedem, der sich die Freude noch nicht gemacht hat, die Zeiten, da das Parlament langweilig gewesen ist, die Zeiten sind, AfD sei Dank, lange vorbei. Wir bekommen mittlerweile eine absolute Abbildung eines Parlaments von links bis weit, weit raus nach rechts. Wir haben alle noch vor wenigen Wochen im Ohr, was uns Herr Poggenburg an Rechtsradikalismus, an Antisemitismus und Rassismus am Aschermittwoch dankenswerterweise geboten hat. Ihr könnt euch also gewiss machen, mittlerweile ist das Parlament wieder klar mit einer rechten Partei vertreten. Auch wenn er im sächsischen Landtag sitzt, also nicht im Bundestag, aber dafür gibt es andere Kandidaten. Ich will damit sagen, das, was wir 1989 zum ersten Mal erlebt haben, eine Aufstellung des Parlaments in Form von linker, weltanschaulicher Tradition, das ist das Entscheidende. Es war ein Motiv der Weltanschauung, die bürgerliche Schicht, übrigens auch ein tiefes Momentum der Wut, Sloterdijk würde sagen, des Typus, also eine Empfindung, es ist Ungerechtigkeit in der Welt. Wir müssen gegen diese Ungerechtigkeit Politik machen, aufstehen, auf die Barrikaden. Dieser Ursprung hat dazu geführt, dass sich in der Reaktion der Konservativen ein Verständnis des Bewahrens, des Erhaltens der alten Ordnung herausgebildet hat, das sich dann als rechts im Parlament
oder jedenfalls konservativ abgebildet hat und heute durchaus eben in eine rechte Richtung trifft. Das ist der Ursprung einer jeden Parteigründung. Eine Form von weltanschaulicher Unterscheidung mit einem absoluten über das Interesse fast hinausgehenden Blutkern, kann man das sagen. Also eine Form der Weltveränderung, die ja natürlich in der Französischen Revolution in einer beispiellosen Weise aufgebrochen ist. Ein Wunsch in gewisser Weise, die Welt auch völlig zu verändern und mit dem großen Anspruch, Liberté, Egalité, Fraternité, eine andere Welt zu schaffen. Das war der Beginn dieser Demokratie. Aber wie hat sich dann in der Abfolge der nächsten 5 Jahre das demokratische Ethos, was ich gerade im Falle von Albrecht skizziert habe, wie hat sich das bis ins Jahre 1794 der Enthauptung Robespierres verändert? Das, was Albrecht verneint, nämlich die Aussage, was fordert er, und nicht darauf zu sagen, die alles sind, der dritte Stand, sie müssen auch gleichsam alles sein und damit natürlich totalitär alles beantworten können. Diese totalitäre Ansprache hat natürlich in kürzester Zeit Robespierre umgesetzt. Der Anspruch, letztlich nur noch einer Partei im Namen des Volkes zu sprechen, die natürlich auch eine Form von Demokratie bedeutet. Man kann es eine identitäre Demokratie nennen. Man kann es eine nicht mehr gewaltenteilige Demokratie nennen. Auch eine nicht mehr parlamentarische. Aber die Vorstellung ist eine, die uns heute noch dramatisch bedrängt, nämlich die Vorstellung, dass nur ein Führer das Volk verkörpert, eben alles ist und deshalb letztlich die Volonté générale, das, was Rousseau schon davor gesagt hat, den eigentlichen Willen des Volkes verkörpert. Und mit dieser Politik hat natürlich Robespierre, wie wir alle wissen, in Kürze viele seiner Mitstreiter aufs Schafott gebracht, um am Ende selbst darunter zu landen. Warum führe ich das so aus? Ich sage das deshalb, weil wir uns bewusst waren, dass auch heute wieder zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie im Umlauf sind. Und auch wenn wir heute über Deutschland sprechen wollen, sei mir der kleine Exkurs, der nur wenige Kilometer von hier beginnt bzw. seinen Ort findet, erlaubt. Wir erleben fatalerweise in unserem geschätzten Nachbarland Polen genau die Umwidmung einer und heute gerade wieder in einem besonderen Maße auch der neuen Justizreform beziehungsweise der Implementierung einer besonderen ihr müsst mir jetzt genauer sagen können, eines Richtergremiums, förmlich die Abschaffung von Gewaltenteilung, von der Vorstellung vieler gleichberechtigter Parteien hin zu der Vorstellung, dass nur noch eine Partei im Namen des Volkes spricht. Und das ist eine fatale Tendenz, die sich von Polen, aber auch über Ungarn, wo es früher angefangen hat, Russland sowieso, in die Türkei und fatalerweise mit der Figur Donald Trumps bis in die USA zieht, wo auch die Vorstellung zunehmend greift, dass es eine einzige Stimme gibt, die für das Volk spricht. Man kann es auch in einem leider sehr fatal konnotierten Begriff nennen, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Diese Unterschiedlichkeiten von Demokratie liegen am Anfang dessen, was 1789 aufgebrochen ist. Und sie sind auch immer wieder, wenn wir in das nächste Jahrhundert denken, in großer Weise aufgebrochen. Ich habe ja schon beschrieben, wie letztlich die Parteiungen sich dann im Ausgang der Französischen Revolution gebildet haben. Die Konservativen in der Vorstellung, wir müssen dem revolutionären linken Gedankengut, das alle Grenzen hinwegfegt, müssen wir etwas Bewahrendes entgegensetzen. Das war die erste Strömung, die entstanden ist. Die Revolutionäre hat sich dann im 19. Jahrhundert sehr schnell als eine liberale durchgesetzt. Das war die bürgerliche Tradition, die letztlich für Freiheit der Bürger, Meinungsfreiheit und dergleichen votiert hat. Und wie wir alle wissen, in Deutschland als der verspäteten Nation, die Nation, die dann sehr schnell im Zuge des Wiener Kongresses der Restauration einfiel, sehr viel verspätet angefangen hat zu wirken. Also 1848 das Frankfurter Parlament, das Scheitern der ersten Demokratie, bis es dann spät überhaupt erst quasi als Revolution von oben, Bismarck, die Einsetzung eines Parlaments bzw. einer gewissen Form von Vertretung haben, also mit dem gleichzeitigen Bildungsprozess der Nation. Also eine Verspätung, die aber auch darauf setze, dass erst die liberale Kraft sich zunehmend durchsetzen könnte. Und sich dann aber auch, darauf werden wir zu sprechen kommen, sich dann sehr schnell wieder teilte in eine eher sozialliberale Kraft und eine nationalliberale Kraft. So die Entwicklung des Liberalismus im 19. Jahrhundert. Und als drittes Phänomen tauchte plötzlich das auf, was in der Anfrage des AB Sieyès noch gar nicht vorkam, nämlich der vierte Stand. Denn 1789 bekanntlich, deswegen ja auch die Zuordnung als bürgerliche Revolution, war
vierte Klasse, die absolut besitzlose Klasse, ja noch gar nicht gemeint. Und diese Klasse der Besitzlosen, die natürlich noch viel mehr für sich hätte reklamieren können, dass sie alles ist, weil die allerwenigsten Besitz haben. Diese meldet sich gewissermaßen im 19. Jahrhundert, spätestens mit Karl Marx 1848, dem kommunistischen Manifest und dem, was wir als Kapital kennen, ja, und dem, was auch in diesem Jahr, dem 200. Geburtsjahr von Karl Marx, wieder in besondere Erinnerung kommt, das setzt sich in diesem Zuge dann durch. Das heißt, wir haben in diesem 19. Jahrhundert schon alle Strömungen, alle Weltanschauungen, die uns bis heute prägen und unsere Parteien formieren. Liberalismus, Egalité, Liberté, aber vor allem Liberté, das ist der Liberalismus, die Egalité, eher das Linke, der Sozialismus. Fraternität für beide, aber letztlich vor allem der Konservatismus als der versucht, restaurativ das zu bewahren, was zu erhalten ist. Und diese drei Strömungen haben sich dann übersetzt in die Formen von Parteiungen, wie wir sie dann im 20. Jahrhundert erlebt haben. Aber, und das macht es so dramatisch, auch da, in der ersten Demokratie auf deutschem Boden, der Weimarer Republik, in höchst defizitärer Weise. Weil damals, und darum geht es uns ja heute konkret, Parteien als solche, die in der Demokratie funktionieren, gar nicht den Widerhall gefunden haben, wie wir sie heute kennen, wie wir sie heute vielleicht sogar schon fast als Allgemeingut begreifen. In der Weimarer Republik war die Bereitschaft, eine demokratische Kultur des Wechsels der Regierung zu akzeptieren, auch eine parlamentarische Demokratie, in der die Herrschaft vom Volke ausgeht, bei weitem nicht in dem Maße vertreten, dass diese Demokratie hätte von Dauer sein können. Deswegen spricht man ja auch von Weimar von einer Demokratie ohne Demokraten. Die restaurativen Tendenzen, die alle wissen, das waren zu groß. Es war auch der Riss durch eine Linke, die sich sehr schnell über die Frage, wie steht sie zu diesem Staat, schon 1914 in hohem Maße zerstritten hat. Auch da interessanterweise ein ganz entscheidender Satz für die Geisteshaltung der damaligen Zeit, nämlich der bekannte Satz von Kaiser Wilhelm: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Also im Jahr 1914 ein absoluter Affekt gegen die Idee, man könne sich in Parteien unterteilen, also man könne unterschiedliche Interessen haben. Nein, im Falle des Krieges, im Falle der Bedrohung von außen, gilt es, sich hinter den Führer des Staates zu versammeln. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Heute können wir wahlweise dafür, ich kenne keine Russen, ich kenne keine russischen Parteien mehr, ich kenne nur noch Russen. Ich kenne keine ungarischen Parteien mehr, ich kenne nur noch, wir können wahlweise Ideologie vieler Führer einschreiben, die genau diese Form der Externalisierung des Feindes einspeisen, um sich selber auf diese Weise unangreifbar im Innern zu machen und die unterschiedlichen Positionen nicht zur Geltung kommen zu lassen. All das führt dann, ich mache das natürlich im Zeitraffer, wir wollen ja auch diskutieren, das führt dann, ich nenne es den großen Kladderadatsch, sehr salopp, aber es führt dazu, dass die Nationalsozialistische Partei letztlich auf demokratischem Wege an die Macht kommt. Kein Putsch, nichts dergleichen. Letztlich die Vorstellung mit dem bekannten Wort von Papens, des letzten Reichskanzlers, ne? War es der Kanzler, nicht Kanzlervorgänger, oder war es gar nicht Schleicher, aber Kanzler, aber Papen machte der konservative bekanntlich Hitler zum Reichskanzler mit den bekannten Worten: Wir werden ihn in die Ecke drücken, bis er quietscht. Die naive Vorstellung, man wird diesen Typus des Volksverführers, man wird es als restaurative, konservative Kraft mit diesem Mann ganz schnell haben. Wir machen einen kurzen Prozess. Was passiert ist, wissen wir alle. Hitler machte kurzen Prozess mit jeglicher Vorstellung von parlamentarischer Demokratie. Die Ausschaltung aller oppositioneller Meinung, aller Vorstellungen von Gewaltenteilung war in Windeseile geschehen und die Demokratie in Deutschland, die interessanterweise letztlich knappe 15 Jahre, nicht einmal 15 Jahre existierte, von 1918, 19 bis 1933 war weggefegt. Und erst im Jahre 45, und damit sind wir in der Jetztzeit und bei der eigentlichen Frage, die uns heute interessiert: Wie sind die deutschen Parteien entstanden? Welche Rolle wird in Zukunft die PPD spielen können? Welche entscheidende Rolle wird uns alle heute interessiert? Jetzt sind wir bei der entscheidenden Frage: Mit welchen Parteien haben wir es heute eigentlich zu tun? Im Jahre 45 beginnt es damit, dass die Sozialdemokratie, die älteste Partei Deutschlands, hochgradig getroffen durch den Zweiten Weltkrieg, mit vielen Menschen, die ihr Opfer lassen mussten. Kurt Schumacher, der schwer geschlagen aus dem KZ zurückkam, einen Arm schon im Ersten Weltkrieg verloren und hochgradig verletzt. Diese Partei hat sich erneut aufstellen können
Heute, dieses Jahr, wird sie 155 Jahre alt, sie ist im Jahr 1863 gegründet. Sie konnte quasi wieder antreten. Die bürgerlichen Parteien waren in weiten Teilen hochgradig kompromittiert. Sie hatten ja gerade die konservativen Parteien, das Zentrum, sie hatten dem Ermächtigungsgesetz im Reichstag zugestimmt. Sie hatten damit dazu beigetragen, Hitler an die Macht zu bringen. Und das führte dazu, dass wir es in Deutschland mit einer völlig neuen Gründung der Konservativen zu tun haben. Oder derer, die wir die sich übrigens interessanterweise ja nicht konservativ 1945 nannten, im Jahr ihrer Gründung, sondern bewusst, auch nicht Parteien, sondern bewusst als eine Union definieren. Als eine Union, die nicht nur wie das konservative Zentrum die Konservativen einbeziehen sollte, sondern genauso Protestanten und Andersgläubige überhaupt jedenfalls eine große Breite herstellen sollte von bürgerlichen Kräften, aber auch Arbeitern. Also der Versuch, das erste Mal so etwas wie eine echte Volkspartei neuer Art, muss man leider dazu sagen, auf deutschem Boden zu begründen, denn die eigentliche Volkspartei, das hatte die CDU auch gelernt, war in gewisser Weise die NSDAP. Die NSDAP hatte in großer Geschwindigkeit Angehörige aller Schichten hinter sich versammelt. Und die Union hatte begriffen, dass die alte Teilung, die alte auch Unterscheidung zwischen Katholiken und anderen und auch die Einseitigkeit letztlich nicht dazu beiträgt, eine wirkliche Volkspartei zu sein. Das war die große Leistung von Adenauers, der diesen ersten Sammlungsversuch unternommen hat und das zweite, ganz entscheidend, auch damit aufhörte, so etwas wie Klassenkampfvorstellungen noch greifen zu lassen. Also die Vorstellung, man müsse ausdrücklich nur bürgerlich sein, also letztlich die Arbeiterklasse nicht vertreten. Eine Haltung, die ja in umgekehrter Weise in der Sozialdemokratie und in der KPD, die in Deutschland in der Bundesrepublik sehr schnell verboten wurde, ja noch vorrangig war. Also die Vorstellung, man ist die Vertretung ein Stück weit der Arbeiterklasse. Diese Haltung hat die CDU, CSU sehr schnell überwunden. Und dadurch war, man muss eigentlich auch dazu sagen, auch aufgrund der Tatsache, dass der Antikommunismus der CDU, CSU sehr schnell instrumentalisiert wurde und wunderbar als Fortsetzungslogik auch des Nationalsozialismus umgesetzt wurde. Man konnte gewissermaßen auf die ideologischen Restbestände bauen. Deswegen hat sich die Union in dieser Bundesrepublik letztlich von Anfang an als die tragende Volkspartei durchgesetzt. Und diese Situation einer Volkspartei, die letztlich, mit zu großem Überraschen übrigens, denn viele gingen davon aus, dass die SPD die erste Wahl gleich gewinnen würde. Die meisten waren der Meinung, es wird die SPD die tragende Kraft sein. Diese Unionsidee als Volkspartei war so schlagend, dass es 20 Jahre lang brauchte, bis ins Jahr 1969, bevor im langen Anlauf durch Willy Brandt, der dreimal, das muss man sich bewusst machen, dreimal antrat und schon als Gescheiterter galt, nach zweimaligen Wahlniederlagen bei den Bundestagswahlen, endlich 1969 dann doch das vonstatten gegangen ist, was überhaupt eine echte Demokratie parlamentarischer Art ausmacht. Nämlich der sogenannte Machtwechsel, der erste Machtwechsel von einer Partei, die 20 Jahre lang regiert hatte, zu einer anderen Partei. Damit war gewissermaßen die Tauglichkeit der SPD als zweiter Volkspartei, die im Bundesberg 10 Jahre davor auch von ihrem rein klassenkämpferischen Ansatz, auch von ihrem Teil ihres Marxismus, aber damit war erwiesen, dass wir eine zweite taugliche Volkspartei in diesem Lande haben. Und dieses Phänomen, das über die große Koalition, das ist interessant, wir müssen uns bewusst machen, vor 52 Jahren, 1966, kam die erste große Koalition zustande. Heute sprechen wir eigentlich fast immer noch von den letzten 3. Aber es gab eine erste große Koalition. Und damals gab es einen Klassiker fast des Politischen, nämlich die große Schrift von Karl Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik? Die große Sorge von Jaspers war die, wenn diese beiden großen Parteien, die Union mit fast gut 50% fast noch, also knapp unter der absoluten Mehrheit, und die SPD zusammengehen, unternehmen nur noch die FDP als einzige Kraft, als einzige Partei die Opposition macht, dann werden wir in Bälde autoritäre Verhältnisse haben und in Zukunft wahrscheinlich sogar eine Diktatur. Das war die Sorge interessanterweise der 60er Jahre, bevor es der SPD dann gelang, das konnten viele nicht damals nicht absehen, es gab viele andere Umstände, die Notstandsgesetze, aber viele glaubten, diese neue große Koalition bringt uns auf den Weg in eine formierte Gesellschaft, die letztlich Demokratie überflüssig macht. Aber mit dem Wahlsieg der SPD war schlagartig bewiesen, dass diese Demokratie basierend auf 2 Volksparteien endlich so funktionierte, wie zuvor nie eine Demokratie in Deutschland funktioniert hat. Das hat sich dann, wie wir alle wissen, und wir erleben es heute, in den nächsten
50 Jahren massiv geändert. Denn das, was uns heute beschäftigt, der Impuls, neue Parteien zu gründen, hat sich danach in erstaunlicher Weise, aber nicht als Volksparteiphänomen, aber wiederholt ergeben. Die klassischen drei Parteien, von denen ich gesprochen habe, sind bis heute existent. Die Konservativen oder die Bürgerlichen, die sich jetzt heute interessanterweise, wir sprechen vielleicht nachher noch darüber, auch viel, viel mehr noch als konservativ begreifen. Wir haben in den jüngsten Debatten von Herrn Dobrindt beispielsweise Mohr, der sogar von einer konservativen Revolution spricht, für die erforderlich wäre, um die CDU, CSU wieder zu beleben. Die Konservativen sind mit CDU, CSU existent. Die Linke in einer besonderen Form, weil ja die KPD in der Bundesrepublik verboten war und gewissermaßen auch mit der DDR externalisiert wurde. Diese Spaltung der Linken war gewissermaßen geografisch aufgelöst. Es gab die KPD als SED im Osten, in der DDR, und die SPD hatte gewissermaßen im Westen, aber sie verkörperte die Linke. Also die linke Tradition der Egalität. Und die dritte Tradition des Liberalen war in der kleinen liberalen Partei der FDP vorhanden. Die übrigens damals in den End-60er Jahren wesentlich liberaler und auch freiheitlich minderheitenrechtlicher war und im Sinne einer Bürgerrechtspartei, als sie es heute schon lange nicht mehr ist, da sie uns viel mehr als wirtschaftsliberale Partei. Diese drei Strömungen gab es alle. Aber spätestens in den 80er Jahren, wir alle können uns erinnern, sollte eine plötzlich ganz andere Strömung greifen. Nämlich aus einem Ethos der neuen globalen Weltbetrachtung mit dem ökologischen entstanden die Grünen. Mit einem unwahrscheinlichen Mutkern, wenn man das so nennen will, mit einer unwahrscheinlichen ja auch universalistischen Grundierung, nicht unerheblich getragen durch einen Impuls, der bereits 68 aufgebrochen war. Eine Umleitung gewissermaßen. Der linke Impuls von 68, dieses Jahr ja 50 Jahre alt, ihr müsst also empfehlen das nur mal, guckt euch heute mal, es wird euch ein Erstaunen. Guckt euch heute mal das Gespräch, das ist ein wirkliches irres, hochbemerktes Dokument, und das wird also mit jedem Jahr stärker. Das Gespräch zwischen Günter Gauss und Rudi Dutschke aus dem Jahre 68 an. Ein fantastisches Dokument, wo also die ganze Leidenschaft Dutschkes, die Vorstellung, man könne eine Welt, so sagt er es wortwörtlich, wir sind keine nützlichen Idioten der Geschichte, wir können eine Welt schaffen, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. So spricht er da. Also die Vorstellung, man kann wirklich, genau wie interessanterweise, man kann die Verhältnisse umwälzen, die die Menschen zu einem geknechteten Wesen machen. Das Ganze, was Karl Marx schon war, das alles kommt in dieser 68er der Revolte zum Ausdruck, die dann ja, wie wir alle wissen, kläglich scheitert, aber deren Opponenten oder deren Vorreiter, Protagonisten, 10 Jahre später plötzlich wieder mit einem unwahrscheinlichen Ethos in die grüne Revolution einsteigen, die zum Teil auch übrigens instrumentalisieren, merken, da ist etwas im Gange, da ist eine Vorstellung von Erhaltung der Schöpfung, auch eine Vorstellung von grenzenloser Zusammengehörigkeit. Das ist etwas, wo ein plötzlich ganz neues, leidenschaftliches für Politik wieder aufbricht. Und damit haben wir in den 80er Jahren eine völlig neue Gruppierung, eben die Grünen im Parlament. Mit einem Blutkern, wie wir ihn lange Zeit nicht mehr kannten. Die nächste Parteigründung, wir haben es alle erlebt, findet in bemerkenswerter Weise nicht als eine Gründung zunächst statt, sondern als eine Fortsetzung. 1989, mit dem Fall der Mauer, kommt gewissermaßen das wieder zurück in die alte Bundesrepublik, was durch die Mauer geteilt war. Es kommt nämlich eine Linke in den Bundestag. Die PDS als zunächst Fortsetzungspartei der SED, die ja nie sich aufgelöst wurde, aber in PDS benannt wurde, ist gewissermaßen die alte Traditionslinie der Spaltungsgeschichte zwischen SPD und KPD. Diese Tradition kommt plötzlich in den Bundestag und erlebt eine ungeheure Revitalisierung mit einem wahnsinnigen Wutkern im Jahre 1999, beziehungsweise vor allem noch im Jahre 2003, nämlich mit der Agenda 2010. Da kommt wieder man darf es vielleicht gar nicht, ja, nennen wir es auch hier Ethos, oder es ist jedenfalls eine Wut, eine Empörung über eine neue Ungerechtigkeit, nämlich die Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich abgehängt fühlt. Wir alle erinnern uns noch an die Demonstration, ich weiß gar nicht, ob es immer noch Restbestände gab, aber ihr könnt euch erinnern, als die Montagsdemonstrationen auch hier durch die Straßen gezogen sind, da war plötzlich wieder eine Wut, die dann letztlich zu einer Gründung bzw. Stärkung einer Partei drängt, wie es das Land lange nicht erlebt hat. Und was ist die Konsequenz? Heute hat die Linkspartei ungefähr 10%, laboriert an einer Grenze, die sie kaum überwinden kann, während die SPD seit 1998 sowohl die Mitgliedschaft wie auch ihre Wählerschaft genau halbiert hat. Von einstmals 40% liegt sie bei 20%.
Und ich will keine Prognose darüber anstellen, weil mich das vielleicht fast zu depressiv machen würde, ob das schon das Ende der Veranstaltung ist. Ich befürchte, und das wird der große Kampf der SPD sein, in den nächsten 3,5 Jahren diese 20,5 zu halten oder sie wieder zu mehr zu machen. Aber damit hatten wir schon ein Spektrum von Parteien, die mittlerweile, wenn wir die CDU, CSU als Zweitparteien rechnen, schon damals 6 Parteien ausmachen. CDU, CSU, FDP, SPD und Linkspartei. Und den nächsten und letzten weltanschaulichen Blutkern. Und das ist in erstaunlicher fast ein Rollback. Erleben, wie wir es alle nun in jüngster Zeit mitgekriegt haben, gar nicht dran vorbei konnten, spätestens im Jahre 2015. Mit dem irrsinnigen Konjunkturschub für die AfD. Die AfD interessanterweise in diesem Jahr 5 Jahre alt geworden. Ich dachte mir, vielleicht könnte ich damit, habe Lust, es zu vertiefen. Ich habe euch mal eine Ausgabe der Blätter mitgebracht, in der ich genau versuche, mal diese Parallele darzustellen. 50 Jahre Revolte von der APO zur AfD. Es ist eine bemerkenswerte Koinzidenz, dass die AfD im 50. Jubiläum der APO, also von 68, jetzt genau das Rollback bedeutet. Während die APO und die Grünen letztlich der Wunsch nach Aufhebung aller Grenzen war. Fast nach so etwas wie einer großen Kommune, kann man sagen, nach einer globalen Kommune, der grenzenlosen Bewegungsfreiheit, der Vorstellung des gleichen Rechts für alle, der gleichen Lebensbedingungen, auch der Erhaltung der Schöpfung im Namen aller und damit einer fast schon globalen Gerechtigkeitsvorstellung, ist die AfD genau das Rollback. Es ist die Rückkehr der Sehnsucht nach Grenzen, nach dem Rückzug, aber auch nach der Sicherheit des eigenen, das ich hier gar nicht diffamieren will. Es ist gewissermaßen der Reflex auf eine große Anfrage, die 2015 mit der großen Fluchtwelle und der großen Flucht in den Raum kam, nämlich die Frage, wie ist die Sicherheit in einer globalisierten Welt zu leisten? Wie ist die Vorstellung von Ausgleich zwischen dem eigenen und denen, die neu kommen, zu leisten? Und dieser Reflex, den wir jetzt erlebt haben in der Zeit, äußert sich in einer ungeheuren aggressiven Wut, in einer fast schon antidemokratischen oftmals, aber jedenfalls anti-elitären, wie wir es heute sagen, rechtspopulistischen Grundhaltung, die letztlich alles hinwegfegen will, was an dem anderen System festhält, an der Spitze natürlich Angela Merkel, die Personifizierung des Bösen für diese Strömung der neuen Grenzritter, kann man fast sagen, darstellt. Also die Vorstellung, wir müssen Grenzen machen, wir müssen sogar das, was interessanterweise das wahrscheinlich verdeutlicht wie nichts anderes, wir müssen letztlich die Festung Europa machen. Ihr werdet es alle gemerkt haben, es ist ein ganz erstaunlicher Vorgang, dass in den letzten 2 Jahren der Begriff der Festung Europa von einem Begriff, den man mit höchstem Widerwillen überhaupt nur benutzt, also rein pejorativ benutzt, der Abwertung, zu einem absoluten Forderungsbegriff geworden ist. Markus Söder exemplarisch sagt tatsächlich, wir brauchen die Festung Europa. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass die Angst existiert in erheblichen Kreisen der Gesellschaft, dass die große Wanderung, die es ja in der Tat zum Teil gibt, wobei ich schon aufpassen muss, der Begriff, glaube ich, der großen Wanderung ist ein dramatisch rechtskonnotierter, ich glaube, es gibt sogar den Buchtitel, ich meine es also keineswegs in dem Sinne des Titels, aber die Sorge, dass in einer immer ungerechteren Welt, die Leute ja wissen, die Menschen sich auf den Weg machen müssen, weil sie keine Zukunftschancen haben, diese Sorge setzt sich um in einen großen Willen der Abschottung und der Begrenzung. Hallo? Das ist das Phänomen, was wir wahrscheinlich als letzten Glutkern erleben. Und dieser Glutkern ist einer, der keineswegs nur sich auf Deutschland bezieht. Es ist ein renationalisierender Kern, ein Zug in die Renationalisierung, der alle Staaten Europas mittlerweile hier erfasst hat. Ein Populismus, der sich äußert in dem Wunsch nach Begrenzung. Ich will übrigens auch das Thema Grenze, das sei hier gesagt, nicht als solches sofort diffamieren. Ich glaube, dass es auch für Linke darauf ankommt, ein anderes Verständnis zu Grenzen, zu Begrenzung zu finden. Übrigens, interessanterweise war die Vorstellung der Begrenzung auch in den Vorstellungen Linker ja immer vorhanden, also gerade was ökologische Begrenzung, Konsumbegrenzung. Aber jetzt taucht plötzlich die Frage auf, und sie taucht dramatisch mit dem Begriff des Wutbürgers auf, sie taucht auf als eine, die nur noch nationale Befindlichkeiten akzeptiert. Ob wir die jüngsten Wahlen in Italien angucken, mit dem Rechtsrutsch und einem Sieg der 5 Sterne als einer völlig diffusen Gruppierung, die nur eines verkörpert in erster Linie, die Wut gegen die Eliten, die man als korrupt begreift, die vermeintlich für Europa stehen, eine absolute Anti-Haltung gegen Europa. Dieser Zug, als ich nenne es die letzte Welle des Ressentiments, aber auch des Engagements, würde man sagen, des parteipolitischen Engagements. Diese letzte Welle eines parteipolitischen Engagements geht eindeutig nach rechts.
Und sie ist zutiefst nationalistisch grundiert. Und was ist die Konsequenz? Und damit bin ich zurück bei Deutschland und ich komme gleich abschließend zu den Zukunftschancen der PPD. Was ist die Konsequenz? Mit dem Einzug der AfD in ein jetzt 7-Parteien-Parlament haben wir erlebt, in einer fast schon beängstigenden Weise, wie wir es wahrscheinlich uns noch vor 20 Jahren nicht für möglich erachtet hätten. Ich kann jedenfalls für meinen Teil sagen, ich hätte es mir vor 20 Jahren nicht träumen lassen. Haben wir eine Nicht-in-Frage-Stellung unserer Demokratie erlebt. Aber wir haben eine Regierungsbildungskrise erlebt, die die Republik in 70 Jahren nicht erlebt hat. Und das, wie wir alle wissen, in europäisch, aber auch global hochdramatischen Zeiten. Wenn wir am nächsten Mittwoch endlich eine Regierung haben werden, wird das genau 170 Tage, also fast ein halbes Jahr nach der Wahl sein. 6 Monate am Stück, in all den Momenten des Scheiterns, die wir es erlebt haben, haben am Ende sich da diese einstmals so starken Volksparteien fast aneinander klammernd, mit übrigens nur noch 53,5% statt vormals 90% in den 60er Jahren, regelrecht ein letztes Mal vielleicht, in eine Koalition gerettet, die schon lange keine große Koalition mehr ist, sondern die letzte kleine. Und wenn der Zug so weitergeht, dann werden bei den nächsten Wahlen, die ja schon nicht mehr in 4 Jahren stattfinden, sondern noch in 3,5, weil wir ein halbes Jahr bereits vergeudet haben, dann werden in 3,5 Jahren, im Jahre 2021, schon keine 50% aller Voraussicht nach, wenn es denn so weitergeht, für diese beiden Parteien zu Buche stehen. Dann werden es möglicherweise schon nicht mehr 50% sein. Das heißt, auch dieses Land kommt in einen Prozess der Regierungsbildung, die sich dann zwar nicht gleich italienischen Verhältnissen anähneln muss, mit einer Vielzahl von diffusen Parteien, aber die in hohem Grade schwierig werden wird. Und damit seht ihr, sind wir an einem Punkt, wo die Frage, welche Partei wollen wir unterstützen, welche Partei wollen wir gründen, eine gewisse politische Brisanz bekommt. Bei allem ironischen Unterton, der vielleicht ja auch der PPD zu eigen sein könnte. Aber da wir hier, und so bin ich angefragt worden, ein ernstes Gespräch führen wollen, will ich dem Ernst dieser wichtigen Parteigründung der PPD auch gerecht werden. Die PPD als polnische Partei Deutschlands ist der ernste Versuch der nationalen Gründung einer Splitterpartei auf deutschem Boden, der, ich mache es jetzt nicht ironisch, es ist zwar ironisch gemeint, aber der durchaus, und das ist nicht nur harmlos, Ausdruck einer Gesellschaft sein könnte, in der Demokratie braucht und wie es die Stärke unserer Demokratie seit 1945 ausgemacht hat. Bringt euren ganzen ungeheuren politischen Elan, der ja so nationalistisch nicht getrübt ist, wie ich den Eindruck habe, der ja eher ein Stück weit globaler Art ist, im Sinne der Völkerverständigung, bringt ihn ein. Und warum nicht? In den beiden Volksparteien, die wir haben, die wie keine anderen eine derartige Revitalisierung verlangen, brauchen und benötigen, um vielleicht eines Tages dann doch wieder die Breite unserer Bevölkerung abzubilden und vielleicht, man möchte es sich ja vielleicht sogar vorstellen, eines Tages sogar wieder stark genug sind, um aus der Umklammerung ihrer selbst herauszukommen und vielleicht mit Unterstützung der geschätzten PPD wieder eine andere Koalition als die ewige Große zu bilden. Das würde ich uns allen wünschen. In diesem Sinne viel Glück für die PPD. Noch etwas mehr Applaus. Die für euch geschaffen, auch unser schöner Blick auch, ich habe das natürlich für die PPD, den blickweiten Blätterlesen, ich habe auch noch eingebracht, mal, das müssen wir ja noch mitnehmen, ja, dass ihr noch weiter vertiefen könnt, in ungeheuren politischen Lesungen, Heißungen. Vielen Dank für den wunderbaren Vortrag und auch für die Sorge um die PPD. Meine Sorge ist groß, ja. Von der Radikalisierung und von der Ernsthaftigkeit, in der ihr Politik. Leider ist sie nicht berechtigt. Nein. Also die Sorge ist total unberechtigt, denn gerade die PPD sollte ein Signal sein, dass man trotz eines nationalen Adjektivs im Namen trägt, eine kosmopolitische Seele durchaus pflegen kann.
sprechen kann. Und es gibt gar keinen Grund, nicht nur für die 1,5 Millionen Polen, die sich für dieses Projekt interessieren, sondern auch für die restliche Bevölkerung Deutschlands. Denn es gibt gar keinen Grund, sich da dafür zu schämen, in eine polnische Partei Deutschlands einzutreten. Im Gegenteil, es könnte vielleicht ein Signal sein, auch an eine deutsche Seele, sich vielleicht mit einer anderen auseinanderzusetzen, als Spiegelbild vielleicht. Das werden Sie aus ihrer Studiumszeit noch kennen, dass man ab und zu mal noch so einen Spiegel braucht. Ja? Wenn Sie erlauben, setze ich mich zu. Wir wollen ja noch diskutieren, oder? Wollt ihr noch hier eigentlich geht es um ein Gespräch, das ich meine Notizen verloren. Aber ihr habt noch einfach, ihr werdet Fragen, ihr werdet sehen, die Fragen gestellt, ich sehe das schon. Ja, wir können mit den Fragen anfangen. Also wenn eine Frage jetzt schon auf der Zunge brennt, dann gerne, und wenn nicht, dann leite ich ein. Ja doch, bitte. Sehr gerne mit dem Mikro, dann hören wir auch alle. Kannst du bitte das Mikro weiterleiten? Ist der nicht der Vorsitzende der Jungen Union, der Żemniak, oder wie er heißt? Ist der nicht auch polnischer Abstammung? Und das hat auch der CDU trotzdem nichts genutzt. Das werden wir noch abwarten, was der Ziemiak noch alles für Leistungen vollbringt im Sinne der Union. Ich muss gestehen, im Sinne der Erweiterung, wollen wir es doch mal drehen, des Diskurses in der Union, hat jedenfalls die kleinere Wolte der Konservativen schon einiges bewirkt. Also wenn ich euch nur sage, wie ich wahrgenommen habe, wie sich die Debatte innerhalb der Union in den letzten 3-4 Wochen zu einer durchaus nicht uninteressanten verändert hat, dank übrigens an Frau Kramp-Karrenbauer zuallererst, die plötzlich AKK, wie sie so nennen, genau, klingt irgendwie Maschinengewehr nicht, aber es ist egal, Kramp-Karrenbauer als eine Frau, die nun in erstaunlicher Weise plötzlich wieder die Partei interessant zu machen gedenkt. Das hat auch gezeigt, dass unter einer, ich sag schon Angela Merkel, man muss nur aufpassen, man sagt immer Angela Nahles und Andrea Merkel, nein, es ist Angela Merkel. Unter Angela Merkel, das hat man ja nicht mehr so im Kopf, die 18 Jahre Parteivorsitzende war. 18 Jahre. Wir haben ihn nur als 12-jährige Kanzlerin im Kopf, aber 18 Jahre Partei. Aber die Partei war die letzten Jahre nicht mehr existent. Und da muss man schon sagen, diese kleine Revolte der Konservativen, Herr Ziemiak, sind immer drei. Herr Ziemiak, Herr Lindemann und Herr Spahn. Diese drei haben mit dazu beigetragen, dass plötzlich Frau Kramp-Karrenbauer, die war eigentlich schon davor, die war schon angelegt, die wurde plötzlich aber rausgezogen und wir haben eine hochspannende Debatte in der CDU-CSU. Und ich muss gestehen, jemand, der die Politik schon so lange beobachtet, da ist das plötzlich auch interessant. Eine Partei kann es zum Beispiel, das sage ich, kann es der Union gelingen, noch einmal ein Land so zu integrieren, wie das nach 45 mit der Union gelungen ist. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich wage sogar meine ganz starke These. Die Wahrscheinlichkeit... Diese wurde jetzt aufgenommen. Oder die wird aufgenommen. Dann lasse ich es. Dann lasse ich es. Oder soll ich das bei der PPD sagen? Ja, bitte. Dann sage ich es. Also, natürlich nicht. Das ist das hier doch nicht nur so. Nein, das ist doch nicht so spektakulär. Aber über die PPD sind schlecht. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU-CSU in den nächsten 4 Jahren 40% erreicht, so keinesfalls geringer als dass die SPD 25% erreicht. Ja, die Möglichkeiten der CDU-CSU in rechten Zeiten, also in Zeiten einer konservativen Befindlichkeit, nochmal die Prozente von FDP und AfD zurückzugewinnen, übrigens auch Teile der SPD. Hätte es übrigens sofort gemacht, wenn die SPD jetzt nicht doch noch Ja gesagt hätte. Bei Neuwahlen wären eine Menge von SPD-Wählern zur Union gegangen mit dem schlichten Argument, die wollen wenigstens regieren. Also ich will damit sagen, die Union, und das macht sie so spannend gegenwärtig, hat riesige Chancen, wieder zu einer Volkspartei zu werden, die interessant ist, in der gestritten wird. Und auch die versucht, wieder Strömungen zu revitalisieren. Und das wird schon spannend, auch was Herr Söder da oben treibt. Herr Söder von rechts aus Bayern, oben an der Günther in Schleswig-Holstein, Laschet in Neukölln, sage ich schon, in Köln und in Nordrhein-Westfalen. Ja, also damit will ich sagen, es hat die Union das Potenzial, wieder in Zeiten, die rechte Fragestellung haben, auch Antworten zu geben, die sie interessant machen. Und das macht Politik dann wieder. Und da wäre ein Betätigungsfeld für engagierte, säkulare Polen mit einem, ja, aber natürlich genauso die SPD. Ich wünsche mir, die SPD würde durch die PSD noch wahnsinnig beeinflusst. Vielleicht macht ihr einen kleinen Ortsverband innerhalb der SPD, würde ihr auch gut tun. Nein, also
auch wenn wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit keine sehr große politische Größe werden, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Leute, die bei dem Projekt der PPD sich engagieren, durchaus in anderen Parteien untertauchen. Es ist auch in unserem Sinne, auch die Leute für Politik zu gewinnen, zu begeistern. Und wer weiß, auch aus dieser Veranstaltung und aus diesem Film vielleicht entsteht gerade ein Semiak irgendwo, der eben auch auf seine Chance wartet, wobei bei ihm, ich bin sehr vorsichtig, was seine Ziele, seine persönlichen politischen Ziele anbetrifft. Kennen Sie ihn? Ja. Ja. Und wie, Sie halten ihn für einen, für einen Kanzlerkandidaten. Karrieristisch orientierten Kanzlerkandidaten. Aber das ist so am Rande, genauso wie am Rande die aktuelle politische Debatte viel wichtiger, gerade für die PPD, ist vielleicht das System im Ganzen nochmal. Ich würde sehr gerne nochmal nachfragen wollen. Es klang so, und deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, ein Einparteiensystem sei fatal. Jetzt, also erlauben Sie mir wirklich eine naive Frage. Und vielleicht sagen wir, alle Deutschen oder alle Polen treten in eine Partei ein und in diesem Parteieintritt beeinflussen Sie auch diese Partei. Ist dann so ein System nicht denkbar für eine Demokratie? Ja, es wäre denkbar, wenn wir uns vorstellen, dass alle Menschen einer Meinung sein könnten. Und das ist ja das kann man sich ja vorstellen. Ich sage das ja gerade, man kann sich das vorstellen. Übrigens interessanterweise, im rousseauistischen Gedanken ist das ja angelegt. Bei Rousseau ist die Vorstellung es gibt eben nicht die Volonté de tous, das ist die Vorstellung, das ist die nicht entscheidende, da hat jeder seinen Willen. In der Volonté générale gibt es einen heimlichen Willen eines jeden, der sich dann im Volkswillen quasi verkörpert. Da ist so etwas angelegt wie eine Vorstellung, dass man ja, alle könnten das Gleiche. Aber da wir uns alle kennen. Aber nicht in diesem Sinne, dass alle das Gleiche wollen. Aber wenn wir uns vorstellen, ein Gremium wird ja, in einer Partei wird erstmal ein Gremium gewählt. Ne? Also ein Programm, und dann wird der Gedanke wird von der Basis weitergeleitet. Also wenn die Basis breit genug ist, sagen wir eben 60 Millionen. Ja, also wenn die Basis bereit ist und diesen Einfluss innerhalb der Partei hat, eben auch die Spitze zu bestimmen, also die Gedanken weiterzutragen, wäre das denkbar überhaupt als Modell? Ich muss gerade schmunzeln, weil wir kennen ja dieses Bild von Hobbes, dieses klassische Bild, der absolutistische Herrscher. Da ist ja die Vorstellung auch es gibt den großen Pakt der Bevölkerung mit dem absolutistischen Herrscher, den geht jeder in gewisser Weise ein. Ich gebe meine Macht ab, der Selbstverteidigung, und dafür stimmt ihr die Sicherheit in jedem Staat. Diese Vorstellung ist natürlich eine, bei der man sagen könnte, ja, alle unterwerfen sich diesem einen, aus eigenem Interesse. Ja, weil die Haltung die gleiche ist. Also das ist dann so auch die Vorstellung des benevolenten Herrschers, der für alle das Gute will, und letztlich haben alle Einsicht, fast die Notwendigkeit, sich ihm zu unterwerfen und damit des Besten teilhaftig zu werden. Aber das ist natürlich eine Vorstellung, die ein Stück weit dann auch, muss man sich bewusst machen, wahrscheinlich Unterschiede in einer Gesellschaft völlig ausschließen muss. Ja, wenn alle gleich wären in gewisser Weise, wenn es also auch dann weder Klassen oder auch noch sonstige Eigentumsunterschiede gibt, dann ist die Vorstellung vielleicht reeller, dass man sagen könnte, das sind ja alle gleich und jeder hat den gleichen Anteil, dann entscheidet man sich. Nun sind aber unsere Gesellschaften ja so nicht geschaffen. Und die Feststellung, dass es Interessenunterschiede gibt in unseren Gesellschaften, verschiedene Vorstellungen von Eigentumsformen, von Erwerbsformen und so weiter und so fort, die führen natürlich dazu, dass wir immer Parteiungen, das war eure Frage ja auch, dass wir Parteiungen finden, dass sich unterschiedliche Interessen in unterschiedlichen Parteien zusammentun und dann Konflikte auftreten. Anders ist die freiheitliche Gesellschaft auch gar nicht zu denken. Ohne Konflikt, das hat ja Dahrendorf schon, das war übrigens auch der Aneignungsprozess der Bundesrepublik in den 60er Jahren deutlich war, ohne Konflikt. Ohne die Bereitschaft zur Zweierlei. Konflikt auf der einen Seite, aber Anerkennung der anderen Argumente auf der anderen Seite. Und die Bereitschaft, sie offen auszusagen. Ohne das ist eine freiheitliche Gesellschaft gar nicht zu denken. Sonst bist du ganz schnell in einer totalitären, wo man sich natürlich vorstellen kann, und das war ja auch im real existierenden Sozialismus immer die Vorstellung, Väterchen Stalin hat es gerichtet. Ja, die Vorstellung, da ist der gute Führer. Oder gucken wir nach China, wo letztlich eine ähnliche Idee transportiert wird. Und das ist auch meines Erachtens die große Konfliktlinie. Wenn wir nur angucken, wie die Haltung von Erdogan, von Xi Jinping
Und vielleicht ja alles klar, Putin, Kaczynski auch, also wahrscheinlich auch, aber jedenfalls der Wunsch, Herrschaft regelrecht auf Dauer zu stellen, als guter Herrscher. Ich glaube, Putin hat es noch nicht gemacht, kann man sich aber auch alles vorstellen. Also er hat, glaube ich, noch bis 2025, also irgendwann war er ja eigentlich auch nicht mehr, nicht, aber ne? Er müsste auch wieder irgendwie, hat er noch 20 Jahre. Hat er noch, genau, aber die Vorstellung, dass man es eben unendlich ausdehnt, ist eine, die genau diese Idee transportiert, eigentlich richtet es der gute Herrscher. Und die Untertanen sind bereit, ihr Recht abzunehmen. Aber das ist ja nicht unsere Vorstellung von freiheitlicher Gesellschaft. Ja, das war nur eine extreme Vorstellung. Dann schlage ich nochmal eine extreme Vorstellung in die andere Richtung. Vor 1918 gründet Polen eine Republik, eine zweite sogar, also eine Auferstehung. Kurze Zeit später gibt es auch ein Parlament. In diesem Parlament sitzen über 30 Parteien. Von insgesamt über 90, ich glaube 97, wenn ich mich nicht täusche, 97 eingetragene Parteien in einem Land. Ja, auch das denkbare Vorstellung. Also wenn die Volksparteien es nicht schaffen, nicht taugen, also wenn die 3, 4 nicht reichen, sagen wir, also die Hürde wird kleiner, 5% Hürde fällt, und dann haben wir eben 30. Ja, man kann sich das ja alles vorstellen, das macht es bloß eben nicht leichter. Und ich würde immer sagen, deswegen bin ich das die Frage. Ich bin da eben wirklich sehr konservativ, das gebe ich unumwunden zu. Weil die Erfahrung, und das macht ihr den Ernst eurer Fragestellung ja aus. Ihr geht zwar ironisch an, ihr seid ja auch Ironiker, aber ich sag mal, da kann man es auch historisch einbinden. Nach 89, ich bin lustigerweise im Oktober 89, war mein großer Glücksfall hier in Berlin aufgeschlagen. Wir haben das alles verfolgt, wie wir alle sprachlos von der einen oder von der anderen Seite der Mauer, schauten wir dahin und waren doch irgendwie alle fassungslos, dass das dann doch in dieser Weise passiert wird. Aber was war die Konsequenz? Nach 89, wenn ich mir die 90er Jahre angucke, brach hier eine solch ironische Grundhaltung auf. Die 90er Jahre im Rückblick waren die in einem Maße von Friede, Freude, Eierkuchen gekennzeichnet. Love Rate Slogan der 90er Jahre. Also die Vorstellung, diese Demokratie, und da ist diese Vorstellung des Endes der Geschichte gar nicht so weit weg. Die kann uns keiner mehr nehmen. Die Welt hat begriffen, es geht weiter, Demokratie sowieso geschenkt, wir haben den Sieg der Geschichte errungen, da wird nichts anderes kommen. Und wenn ich mir nur bewusst mache, dass wir jetzt wirklich in absoluter Nähe in der Europäischen Union, mit einer Union, die gar nicht weiß, wie sie mit den Abweichern umgeht, weil wir wissen, nur mit Einstimmigkeitsrecht, also Polen und Ungarn so eine Maßnahme, wenn wir jetzt eben in absoluter Nachbarschaft treten wieder völlig antipluralistische, antidemokratische Dinge auf, dann sage ich, da werde ich sehr konservativ und überlege mir, wie lange haben wir diese Demokratie ja eigentlich gehabt, die jetzt auch in Deutschland schon ersichtlich schwerer funktioniert? Gerade mal 70 Jahre, im nächsten Jahr 70 Jahre. Und dann wird man umso mehr auf die Erfolgsbedingungen von Demokratie gucken. Und da stellt man eben in der Bundesrepublik fest, sie hat nur in dieser Weise mit diesen Volksparteien funktioniert. Die Volksparteien waren ein Stück weit, so ist meine Einschätzung und Bewertung, waren der Garant. Und deswegen würde ich sagen, wir sind mit all diesen Dingen, 5%-Klausel, ja, wahrscheinlich war sie nicht mal zu hoch. Also nur als kleines Beispiel, ganz ironisches Beispiel. Das fällt den Leuten mir immer vor kurzem bewusst geworden. Willy Brandt konnte 1969 nur mehr Demokratie wagen, weil es die 5%-Klausel gab. Weil nämlich die NPD damals mit 4,4% an der 5% oder 4,2%, die war auf dem Weg, genau das Gleiche zu schaffen wie die AfD. Und hätte die NPD den Einzug in den Bundestag geschafft, also mit 4% oder 3%, hätte es nie eine linke Welle unter Willy Brandt gegeben. Das heißt also, auch da sieht man, die Demokratie hätte mit dem von mir beschriebenen Machtwechsel nie gegriffen, wenn es diese Klausel nicht gibt. Also damit würde ich sagen, andere Beispiele mit Kleinparteien, Kleinstparteien sind doch nicht unbedingt anziehend, sodass ich sagen würde, wir sollten nicht an dem festhalten, was wir haben. Und das ist das, was ich meine. Wir haben doch alle, ich weiß nicht, ob es nicht euch auch so geht, manchmal vielleicht noch nicht so. Ich habe den Eindruck, die Ironie ist immer noch sehr herrschend. Aber es ist für mich schon erschreckend, wie wir plötzlich begreifen müssen, das ist völlig unsicher, ob wir die Demokratie noch in 10, 20 Jahren haben. Das müssen wir uns bewusst machen. Die Beispiele aus nächster Nähe zeigen, wie schnell eine Demokratie kollabieren kann. Das ist schon ein erschreckendes Moment. Und ich würde sagen, da begreift man plötzlich, wie ernst eure Frage wird. Ne? Ja, also gerade die PPD, ich vergleiche gleich das und so weiter, gerade die PPD ist eigentlich eine Antwort auf die Sorgen um die Demokratie und auch aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, indem wir auch das polnische System, also die polnische Demokratie
die sich mit ihren eigenen Mitteln auseinander Ja, hi, guten Abend, ich bin Philipp. Ich habe nicht das Ziel, politischer Berater der PPD zu werden. Ich möchte aber trotzdem anfangen mit einer rhetorischen Frage. Du hast vorhin gesagt, dass die säkularen Polen in die CDU eintreten sollten, wo ich gegenfragen möchte und davor warnen möchte, als säkularer Mensch in eine Partei einzutreten, die alles andere als säkular ist, nämlich die CDU, die ja schon im Namen sagt, dass sie nicht säkular ist. Aber das ist nicht unser Thema. Meine Frage ist eher, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Wie retten wir das Ganze denn? Wie holen wir denn die Kuh vom Eis? Was müssen wir eigentlich tun, damit die AfD in 3,5 Jahren weniger Stimmen oder zumindest nicht mehr bekommt? Was muss eine CDU tun, damit sie die 40% wieder kriegen kann? Was muss eine SPD tun, damit die... Also wie können wir die Volksparteien, die du meines Erachtens zu Recht als ja auch Zentrum einer liberalen Demokratie ja bezeichnest, wie können wir diese Volksparteien retten? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber ich möchte es trotzdem stellen. Grüne nicht vergessen. Ja, die Grünen als die neuen Volksparteien haben die Grünen immer gerne, immer wieder versuchen wollen. Aber zwei Sachen zunächst mal zu der Frage des Einsatzes. Die CDU ist nicht mehr sonderlich christlich. Das hat unter Merkel im Zuge einer fundamentalen Liberalisierung nicht mehr so viel damit zu tun. Das ist ja das Interessante, wie ich damit sagen, von Frau Kramp-Karrenbauer. Die bringt plötzlich wieder einen Zug rein oder eine Idee von eher westlicher, durchaus auch minimal christlich grundierter CDU. Das macht sie auch Katholikin genau das. Das heißt, was ist die Das ist doch Hardlinerin. Was ist ein Hardliner? Weil sie in dem Sinne nicht für die Homo-Ehe war beispielsweise, ist doch kein Hardliner. Das ist nach deinem Verständnis schon ein Hardliner. Das zeigt aber, wie fundamental diese Gesellschaft säkularisiert ist. Und Angela Merkel war natürlich der absolute Inbegriff der Fundamentalität. Man muss sich das mal bewusst machen, dass eine CDU und angeleitet durch Angela Merkel, die am Ende natürlich auch vielleicht ein Stück weit durch die SPD wirklich regelrecht überrumpelt war, aber eine Homo-Ehe akzeptierte, die als wirklich das C im Namen trägt. Und eine Ehe, die natürlich den Vätern und Müttern des Grunde, viele Mütter gab es ja bekanntlich nicht, aber jedenfalls den Schöpfer des Grunde gesungen, nie vor Augen stand. Ohne übrigens eine Verfassungsänderung, über die man durchaus hätte reden können. Möglicherweise hätte man 2/3 Jahr durchaus gemacht, weil das war mit den Vätern und Müttern des Grunde erstmal nicht zu machen. Dass eine CDU auch das akzeptiert, zeigt, wie bereitwillig eine Union, auch gerade im Angesicht von Angela Merkel war, ihre Grundwerte, Ehe und Familie als Keimzelle der Gesellschaft zu schleifen, um auch Machterhalt zu garantieren. Da ist also mit irgendwelchem, und das macht übrigens interessanterweise jetzt, und weil das deine Frage ist, die CDU so interessant und es macht sie auch so spannend, wenn es ihr jetzt nämlich gelingt, genau diejenigen, die zur AfD auch gegangen sind, wieder zurück, das sind nicht nur Reaktionäre. Es wäre viel zu simpel zu glauben, dass wir plötzlich 13% und 6 Millionen Nazis im Lande hätten. Das sind die übrigens Wähler der AfD. Ja. Es sind Teile zur AfD auch hingegangen, weil eine Entkernung der Union stattgefunden hat. Und auf deine zweite und sehr berechtigte Frage, wie kann es einer Volkspartei überhaupt gelingen, wieder Menschen einzusammeln? Ja, nur durch Darstellung von Breite. Und auch von, ich glaube auch in der Tat, dass wir in Zeiten leben, in denen für Teile der Bevölkerung Auseinandersetzungen über Werte, über Fragen von Weltanschauung wieder größere Bedeutung bekommen als lange zuvor. Der Einschnitt von 2015, die Frage, wie leben wir hier eigentlich? Was ist eigentlich das? Wie wollen wir leben? Mit wem wollen wir hier leben? Also klassische Fragen von Homogenität, ja, oder auch von Gemeinschaftlichkeit, die sind alle wieder da. Und da muss natürlich eine konservative Partei, die Union übrigens erst seit Helmut Kohl sein will, der Begriff konservativ war in den Anfangsjahren völlig inopportun, weil er kontaminiert war durch die Nazis. Sie hat die Union gar nicht gebraucht. Sie hat sich eben als christlich, als liberal durchaus im wirtschaftspolitischen, wobei es ja eben auch ganz andere Strömungen gab. Das eine Programm der Union Anfang 1945 war ein hart, fast sozialistisches mit Verstaatlichung von Großindustrie. Also es gab völlig andere Tendenzen. Aber der Begriff des Konservativen kam eben sehr viel später erst, in einer, man kann es auch sagen, konservativen Welle der 70er, 80er Jahre. Die Grünen sind ja interessanterweise auch ein konservatives Phänomen. Das ist eine Bewahrung der Schöpfung, das ist ein konservativer Gedanke. Und das glaube ich in der Tat, die Union hat eine große Chance, der AfD auch einen Teil der Wähler wieder abspenstig zu machen, wenn erstens
die Pockenbox weiter so Politik machen, wie sie Politik machen. Ja. Also das ist die beste Methode und ich meine, es ist kein Zufall, dass dieser Mann jetzt auch von seiner eigenen Fraktion abgesäbelt wurde. Das ist der Ausdruck, also unbürgerlicher als diese Leute kann es nicht zugehen. Also empfehle nur diese Rede ist unfassbar dann wieder, oder diese Auftritte am Aschermittwoch. Da werden viele, hoffe ich jedenfalls, werden auch die Probe aufs Hemd bekommen, hoffe ich doch, dass viele der Konservativen, aber bürgerlich können sagen, das ist keine bürgerliche Partei. Diese Auseinandersetzung muss einerseits die CDU sehr hart führen, aber sie muss auch deutlich machen, dass, glaube ich, auch wieder ein Wertediskurs stattfindet in der Partei. Und dann glaube ich schon, das traue ich dieser Partei zu, ich glaube, dass sie weit mehr sammeln kann, als sie es bei den letzten Wahlen und im Zuge einer Entleerung durch Merkel geschafft hat. Ohne, jetzt kommt der entscheidende Punkt, ohne dabei die Mitte zu verlassen. Die Union, der große Streit in der Union wird ja darüber geführt werden, wie weit dürfen wir uns aus der Mitte entfernen, weil sie natürlich nicht aufgeben. Sie wollen ja nicht die Leute wieder alle zur SPD wandern lassen, das ist ja klar. Aber sie müssen beides machen. Sie müssen liberal bleiben und trotzdem eine Wertegrundierung erkennbar lassen. Und ich glaube, das ist machbar. Für die SPD, um die zweite Frage, weil du es auch gemacht hast, ist es viel schwerer. Viel schwerer. Die SPD wird die ganz große Antwort dafür leisten müssen und deswegen bin ich gespannt, was Frau Giffey leistet, weil ich sehe, die hat das gemacht. Die SPD muss die Antwort leisten auf die Frage, wie bringen wir die Bedürfnisse von Menschen in Übereinstimmung, die nicht zwei Bedürfnisse haben. Sie wollen einerseits Sicherheit, sie wollen eine Sicherheit auch in ihrem Staat, sie wollen auch eine Sicherheit des Nichtverlustes von Heimatlichkeit. Das geht ja auch den Sozialschwachen, vielleicht sogar den Sozialschwachen manchmal noch stärker als den mobilen Klassen, weil die genau wissen, wir müssen bleiben, wo wir sind. Wir können möglicherweise nicht die Heimat verlassen, wie die Gutbetuchten, sondern wir bleiben unser Dienst. Also die Frage, bleibt das sicher, bleibt es erkennbar, ist eine zentrale linke Frage und die muss in Übereinstimmung gebracht werden mit einem Anspruch nach größerer Gerechtigkeit, größerem Umverteilen. Wenn die SPD nicht beides leistet, ja, was Frau Giffey meiner Meinung nach in Neukölln grandios gemacht hat, weil sie auch erkannt hat, die Leute fühlen sich unsicher in ihren Kiez. Wir müssen gegen Bandenkriminalität, die es ja gibt, wir müssen das zur Sprache bringen. Wenn die SPD das nicht schafft, dann wird sie keine Antwort auf die Fragen geben und ich befürchte, die SPD, weil sie viel gespaltener ist, weil sie in vielen Richtungen gespalten ist. Sie ist in der Grundfrage der Regierungswilligkeit völlig gespalten. Wir haben das ja bei der ganzen Kampagne von Gerwin Kühnert und den No-Go-Aktivisten gesehen. Sie ist schon da gespalten, aber sie ist auch, mal hart formuliert, gespalten in der Frage der gut saturierten klassischen SPD-Wähler in Wilmersdorf. Ja, zwar ein Lehrer-Ehepaar mit glänzendem Rentenbezug, die also sich eine wunderbar liberale Gesellschaft vorstellen, aber keine Ahnung davon haben, was der klassische SPD-Wähler in Neukölln oder im Ruhrgebiet für Bedürfnisse hat. Diese Spaltung ist viel dramatischer als die Spaltung auf Seiten der CDU. Und da habe ich die Zweifel, ob die SPD es eben schafft, diese beiden Grundfragen, die der Staat immer beantworten muss, Sicherheit und aus linker Perspektive Gerechtigkeit, wie sie das zusammenbringt. Das wird die große Aufgabe. Wenn sie es schafft, glaube ich, kann sie was reißen. Weil die anderen Parteien ja auch, man sieht ja gerade dieses große Thema linke Sammlungsbewegung, was Sarah Wagenknecht jetzt anstrengt, die versuchen das natürlich auch mit einem gewissen nationalen Einschlag, manchmal sehr ins Populistische geht, aber sie hat zumindest auch berechtigterweise erkannt, dass gerade ihre Wählerschaft natürlich eine Sorge um Konkurrenz, auch durch neue Konkurrenten, ob es Migranten oder andere sind, auf der Arbeitswelt haben. Diese Fragestellung, wenn die Linke da keine Antwort gibt und vor allem die SPD, dann glaube ich, wird sie ihre 20% nicht behalten können. Gut, dann wissen wir jetzt mehr, wie die Welt gerettet wird. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wolfgang Templin, da ich heute später kommen musste, nicht zu sehr eine Frage, sondern eine Ansage als Freund und Unterstützer dieses Unternehmens Club und auch die neue Initiative, habe ich mir erlaubt, ein paar Literaturbeispiele mitzubringen. Es ist ein interessantes Themenheft Polen von Abus, wo wirklich eine Reihe von Autoren zur gegenwärtigen Situation in Polen schreibt, wo ich nur sage, die kommen auf den Punkt. Wasekerski, Klaus Bachmann, Piotr Buras. Ich selber bin am Ende auch mit einem Beitrag zur Frage, welche Traditionslinien sind eigentlich aus der polnischen Geschichte Zweite Republik wahrnehmbar, rekonstruierbar. Wir haben ja das Erinnerungsjahr, wenn es in die brandheißen Auseinandersetzungen heute geht. Also ich habe 10 Exemplare mitgebracht, lade sehr ein zum Mitnehmen. Nur eine Bemerkung zu dem, was Sie zum Schluss sagten. Ich würde den Ausdruck kollabieren, wenn es um die nächste Nachbarschaft geht, nicht verwenden. Ich würde sagen, in höchstem Maße gefährdet. Aber sowohl Ungarn wie Polen sehe ich nicht das Kollabieren, sondern sehe ich die hohe Gefährdung. Und da ist für mich die Frage nach der Zukunft in Deutschland und der Auseinandersetzung, die wir führen müssen, ganz direkt und intensiv mit der polnischen Situation verbunden. Was sich dort an,
nenne es jetzt bewusst so in Polen, an Patrioten und Nationalisten und extreme Nationalisten und Rechtsnationalisten und Populisten gegenübersteht. Wenn man sich das genau anguckt, da gibt es sehr viele Bezogenheiten und auch die Reaktion darauf. Die reichen ja von Hilflosigkeit oder wir können ja doch nichts machen, bis zu wütendem Anrennen, was auch nicht alles bringt, bis zu rationaler Verarbeitung und dann Widerstand und dann die Alternative. Und darüber zu sprechen, das sollte hier ein Ort sein und bleibt es hoffentlich auch. Ja, ich will auch gerne noch eingehen. Ich habe ja nur ein Problem gehabt, ich sollte ja gar nicht über, das kommt mal Fragen, ich sollte über Deutschland sprechen. Der PPD ist ja ein deutsches Projekt. So, jedenfalls, aber ich finde das wirklich hochspannend und ich bin auch sofort zum Anlass, denn wir haben ja auch alle Veranlassung, selbstkritisch zu sein. Wir müssen ja eines, ich habe der Begriff, es ist interessant, dass Sie das sagen, natürlich ist Kollabieren insofern völlig falsch, als Sie natürlich eingestehen müssen, dass die Politik von 2015, so viel Selbstkritik muss doch nicht schon sein, auch nicht nur gegen Merkel gerichtet, sondern auch gegen unsere Gesellschaft, die ja sehr offen ist für sich, aber die Frage sich beantworten muss, können wir überschließend für andere Offenheit regeln? Meiner Meinung nach ist es ganz klar, dass wir eine Revitalisierung des ethnischen, nennen wir es Nationalismus, oder jedenfalls des ethnischen Verständnisses in den Anrainerstaaten oder wie auch immer wir sind, in den Nachbarstaaten geschaffen haben dadurch, weil wir glaubten, wir können anderen Staaten vorschreiben, wie sie ihre Bevölkerung zu gestalten haben. Und ich glaube tatsächlich, wir erleben es jetzt ja gerade in der großen Debatte Angela Merkels in der EU die Frage, wie viel Quote kann man anderen Staaten aufdrücken oder vorschreiben. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass man es gar nicht kann. Es ist ja völlig kontrafaktisch offensichtlich. Polen und Ungarn haben offensichtlich wenig Bereitschaft, Muslime aufzunehmen. Und wir merken plötzlich, die Gründe sind unterschiedlich. Ja, aber das ist ja egal, also man muss ja mal festhalten, das ist eine hochspannende Frage über den Jugendarbeit. Die Frage ist eben auch für uns, deswegen betrifft das uns zentral. Die Frage, die uns betrifft, ist die, wie weit müssen wir akzeptieren, dass nationale Befindlichkeiten eine so große Rolle spielen, dass die EU auch in ihrer Politik, oder wir in dem Anspruch, EU-Politik für alle machen zu müssen, an Grenzen kommt. Und ich bin schon der Meinung, dass man da, das ist ja das Verhängnisvolle dieser Politik der seit 2015, dass die Folgen, und das betrifft übrigens die Franzosen genauso, ich muss da nicht bei Polen gucken, aber die Franzosen nehmen ja auch keinen auf. Also das heißt, dass das Gefühl für die Gemeinschaft, die Frage, wie ethnisch muss sie bleiben, wie homogen, ja, die ist plötzlich violett geworden. Wir haben salopp gesagt, deswegen ist die Frage so berechtigt, das System, meiner Meinung nach, sowohl in Ungarn und auch in Polen wahrscheinlich, da kennen die weniger aus, aber in Ungarn ganz sicher, ist durch die Politik der EU und ist ein Stück weit durch die deutsche Politik revitalisiert worden in seinem nationalistisch-populistischen Sinne. Herr Orban ist mit Sicherheit durch die EU-Politik der letzten 2 Jahre in seiner Politik, wie er sie macht, in seiner Freund-Feind-Politik gestärkt worden. Das ist natürlich fatal. Ein weites Feld, da würde ich sehr gerne mit Ihnen darüber diskutieren, weil ich auch glaube, dass Sie nicht ganz Ihnen recht sind. Aber dennoch würde ich gerne zurück nach Deutschland kommen wollen und vielleicht in der letzten Frage nochmal schauen, können die Deutschen auch von Polen lernen, mal wieder? Also nicht Polnisch, sondern also die eigene Demokratie verliert. Und können die Deutschen vielleicht auch nach draußen schauen, um ein Szenario sich vorstellen zu können, wie in einem Land, das haben Sie schon angesprochen, einmal, dass man sich so in die Sicherheit fast schon eingeschlafen hat, also die Demokratie sei selbstverständlich, aber vielleicht ist es nicht so. Also können eben diese Bilder aus anderen europäischen Ländern uns allen, wie wir hier sind, dazu bewegen, eben sich etwas mehr für die Demokratie stark zu machen? Naja, das kann man natürlich nur hoffen, das ist ja mein Plädoyer, und da würde ich eigentlich sagen, das polnische Beispiel ist für uns schwieriger, logischerweise. Auch das ungarische Beispiel, weil wir natürlich immerhin schon das Glück haben, seit 70 Jahren eine Demokratie haben zu dürfen, dass in Polen andere Strömungen wesentlich stärker verankert sind. So, obwohl die Demokratie natürlich nach 89 begeistert aufgenommen wurde. Aber dass natürlich trotzdem Traditionen autoritärer Art, auch stärker nationalistischer Art noch im Schwange sind, lassen uns diese Beispiele vielleicht weniger vergleichbar sein als andere. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, das viel näher liegend ist. Das ist das Beispiel Italien. Italien ist in seiner Entwicklung nach 1945, übrigens auch als Achsenmacht nationalistischer und faschistischer Art, Italien ist viel vergleichbarer. Italien hat auch eine Entwicklung genommen, wo die Christdemokraten in den
50er Jahren ganz entscheidend war, fast absolute Mehrheiten hatten. Dann hat es natürlich insofern sich sehr verändert, weil die Wahlzyklen viel kleiner waren. Also Italien hat unendliche Machtwechsel gehabt. Aber jetzt wird es spannend. Nach 89 ist Italien, und wir erleben ja gerade, wie schwierig regierbar dieses Land ist deswegen, ich sage nicht vor die Hunde gegangen, aber es ist dramatisch destabilisiert worden, weil die Christdemokraten völlig zerfallen sind. Das heißt, das italienische Beispiel zeigt einem, wie am Schluss letztlich von davor einer klassischen Bipolarität oder jedenfalls zwei klaren Lagern, einem konservativen und einem eher linken Lager, am Schluss eine einzige Partei geblieben ist, die Partito Democratico, die ist die Zusammenführung von Christdemokraten und Teilen der Sozialdemokraten. Und heute haben wir ein Konglomerat, wo von diesem Rest 20% geblieben sind. Und darum sind 3 mehr oder weniger rechte oder rechtspopulistische Parteien. Ja, Berlusconi, dann die Lega sowieso, dann die 5 Sterne, die ein ganz merkwürdiger, aber jedenfalls anti-elitärer, anti-europäischer, populistischer Haufen sind. Ja, und in diesem Gebilde sieht man, wie schnell eigentlich eine Staats- und Demokratieförmigkeit zerfallen kann. Und letztes Beispiel, Frankreich ist natürlich auch hochdramatisch. Das Beispiel Frankreichs zeigt, wie 2 Volksparteien, die Konservativen wie die Sozialisten, 2 absolut gestandene Volksparteien, durch eine Bewegung, und En Marche, Sie wissen das, heißt ja nicht ohne Grund En Marche, so, das sind die Initialen von Emmanuel Macron. Eine reine, über eine Person bezogene Bewegung. 2 Volksparteien pulverisiert worden sind. Das zeigt, wie schnell es gehen kann. Und als letztes, das hätte uns vielleicht noch als letztes auch bemerkenswert sein können, ich erinnere nur an ein Momentum, wo wir selber mal erlebt haben, vor wenigen Jahren, was charismatische Führerschaft auch auslösen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Kandidaten erinnern. Es ist nicht so lange her, dass er hier die Bühne begeistert hat. Fällt Ihnen das nicht mehr ein? Es gab noch einmal einen vor vielleicht 5, 6, 7 Jahren, da war mal eine Figur hier, die war ziemlich populär. KT wurde der Mann genannt. KT oder so? Er hat mit einer Kampagne Angela Merkel das Fürchten gelernt, mit einer Verbindung von Bildzeitung und Populist. Und wenn so eine Figur in der Lage wäre, auch in einer AfD, die momentan Herrn Gauland mit seiner Hundekrawatte hat, eine solche Figur in einer anderen Partei auftritt, dann sage ich in der Tat, und deswegen bin ich so für die Revitalisierung der Volksparteien, dann sind Parteien, die kein moralisches oder weltanschauliches Grunde, dann sind die in der Lage, auch bei uns weggeführt zu werden. Und das sogar in westlichen Staaten und nicht mal nur in osteuropäischen Staaten, die nochmal eine andere Geschichte haben. Was für ein Schlusswort wäre da bloß noch nicht die letzte Frage gewesen? Ich sehe also noch. Sehr gut. Vielen Dank. Jetzt mache ich eben noch einen Prop. Ihr kriegt noch einen Heft, weil ihr so schön zugehört habt. War mir eine Freude.